Ich behaupte, die Handpan ist eines der einfachsten Instrumente der Welt. Und wie ich darauf komme, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und in diesem Video beantworte ich dir die Frage, warum ist Handpan-Spielen eigentlich so leicht? Um das zu beantworten, schauen wir uns erstmal ein paar andere Instrumente an. Bei vielen Instrumenten, wie zum Beispiel einer Gitarre oder einer Klarinette, musst du komplizierte Techniken erlernen, um einen Ton zu erzeugen. Und es kann ziemlich schwer sein, auch nur leichte Melodien zu spielen. Bei der Gitarre zum Beispiel musst du erstmal lernen, die Saiten sauber zu greifen, bis du einen schönen Klang erzeugen kannst. Bei der Klarinette und anderen Blasinstrumenten musst du sogar die richtige Technik erlernen, wie man in das Instrument hineinbläst, damit du überhaupt einen Ton erzeugen kannst. Und bei der Handpan ist das anders. Um das Instrument spielen zu können, muss man nur zwei Dinge lernen. Die sehr leichte Anschlagtechnik und Rhythmen, in denen du die Handpan spielen möchtest. Das sind die beiden wichtigsten Komponenten beim Handpan-Lernen. Daher ist die Handpan ein perfektes Instrument für Menschen, die schnell Erfolge beim Musizieren haben möchten und keine musikalischen Vorkenntnisse haben. Du musst keine Noten lesen können, noch musst du es lernen. Ebenso musst du auch nichts über Musiktheorie wissen. Und du musst auch nicht erstmal langwierig schwierige Techniken zum Erzeugen der Töne lernen. Handpan spielen macht schon ab der ersten Sekunde Spaß. Gerade wenn du nicht die Ambition hast, sehr viel zu üben und richtig gut zu werden, passt die Handpan super zu dir. Mit relativ wenig Einsatz kannst du nämlich auf ihr schöne Rhythmen und Melodien spielen. Doch warum ist die Handpan so leicht zu spielen? Auf der Oberseite der Handpan befinden sich die Tonfelder, meistens nur 8 bis 10 Stück. Und genau das macht die Handpan so leicht zu spielen. Im Gegensatz zu einem Klavier oder einer Gitarre stehen dir nicht 80 Töne zur Verfügung, sondern eben meistens nur diese 8 bis 10. Und diese Tonfelder passen dann auch noch gut zusammen. Du kannst also kaum falsch spielen. Du denkst jetzt vielleicht, oh, da habe ich ja viel weniger Möglichkeiten, etwas zu komponieren oder berühmte Songs nachzuspielen. Glaub mir, das ist bei den wenigsten wirklich ein Problem. Vielmehr hilft es dir ungemein beim Erlernen des Instruments, dass du nicht so viele Töne zur Verfügung hast. Der zweite Punkt, warum Handpan-Spielen so leicht ist die Spieltechnik. Es ist eben sehr leicht, mit der Handpan einen Ton zu erzeugen. Nehmen wir noch mal kurz die Gitarre als Beispiel. Hier musst du in vielen Stunden üben. Erst lernen, wie du die Finger richtig auf die Saiten setzt und Akkorde greifst. Wenn du das nicht richtig machst, klingt die Gitarre nicht schön. Bei einer Handpan musst du nur erlernen, wie du ein Tonfeld anschlägst. Dann klingt die Handpan schon super. Und ich kann dir sagen, ein Tonfeld anzuschlagen ist eben nicht schwer. Ich habe schon viele Menschen bei ihren ersten Schritten auf der Handpan begleitet. Und fast alle schaffen einen guten, sauberen Anschlag nach wenigen Minuten. Ich betone nochmal, nach wenigen Minuten können viele Menschen bereits schöne Klänge mit der Handpan spielen. Bei einer Gitarre oder sogar bei einem Blasinstrument wirst du dafür viel länger brauchen. Wenn du die leichte Anschlagtechnik dann verinnerlicht hast, kannst du schon anfangen, erste Rhythmen und Melodien zu spielen. Schau dir dazu auch mal mein Video zu den ersten Schritten mit der Handpan an. Das verlinke ich dir hier oben. Aber ich möchte auch keine falschen Erwartungen wecken. Einen schönen Ton zu erzeugen heißt trotzdem noch nicht, dass du verrückte Rhythmen und krasse Melodien spielst. Dafür musst du natürlich auch auf der Handpan länger üben. Wie gerade schon gesagt, wirst du sehr wahrscheinlich bereits nach ein wenig Übung schöne Töne mit deiner Handpan spielen können. Ob du nun komplexere Rhythmen und schwierigere Anschlagtechniken erlernen möchtest oder nicht, ist dir überlassen. Viele Menschen berührt gerade das langsame meditative Spiel, das nicht durch musikalische Vorgaben geprägt ist. Das Improvisieren auf der Handpan ist für viele das Schönste. Und das ist eben schon möglich, sobald du die grundlegende Anschlagtechnik beherrschst. Meiner Erfahrung nach schaffen das fast alle Menschen sehr schnell, egal ob jung oder alt, mit oder ohne musikalischer Vorerfahrung und mit gutem oder nicht so gutem Rhythmusgefühl. Die Handpan ist wirklich für alle da und super leicht zu lernen. So, jetzt weißt du, wie ich darauf komme, dass die Handpan eines der einfachsten Instrumente der Welt ist. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like.
Solltest du noch Fragen dazu haben, warum Handpans so leicht zu erlernen sind, dann freue ich mich auf deinen Kommentar. Tschüss und viel Spaß beim Handpan lernen.